Hallo, servus, ich bin's, die Kathi und dieses Mal frisch aus der Badewanne. Ja, also ich schütze mich gerade nicht zu Tode, sondern das ist Wasser. Okay, meine Intros werden immer seltsamer. Ich befinde mich hier in dem Badezimmer von meinen Eltern, wo noch meine Disney-Fensterbilder immer noch an der Duschwand hängen. Die habe ich damals gemalt, ja. Aha, künstlerisch, gell, what? Wie talentiert. Da hatte ich natürlich Vorlagen, also es ist jetzt nicht so, als ob ich das freihand gezeichnet hätte. Wurscht, weiter im Text. Heute gibt es wieder ein Hemd-Upcycle. Ich weiß, es ist schon wieder eins. Ich hatte letzte Woche schon eins. I know, but es ergibt sich einfach so toll. Und dieses Hemd ist von meiner Mama aus die 80er. Und das ist wahrscheinlich so ein Polyester-Baumwolle-Gemisch, something, irgendwas like this. Ein paar Details hier und da oben. Ja, genau. Und dieses Ding wird diese Woche in Quickie Thrifty umgenäht, innerhalb von einer Stunde. Ja, also von dem her gibt es das diese Woche. Aber ich habe mir gedacht, wir machen ein bisschen was Lustiges draus. Ich weiß ja nicht, ob euch das so bewusst ist, aber wenn ich meine Audiokommentare spreche, mache ich das ja nicht auf einmal, sondern ich mache das immer in so 10 Sekunden Abständen. Und diese Woche habe ich vor, weil ich einfach so Stress habe und es wahrscheinlich ja gar nicht anders schaffe, dass ich einfach den Audiokommentar live drauf spreche mit jedem Struggle, den ich dann haben werde. Das kann knackig werden, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass ich die Informationen trotzdem rüberbringe, ja, und nicht nur Kacke labere, aber ja, so wird es halt. Also von dem her, viel Spaß. So, jetzt geht's los. Ich habe meinen Kaffee und ich bin ready. Also das ist das Vorherbild, das wissen wir schon, dieses Hemd. Ja, okay, das ist ein ganz normales Frauenhemd, ein bisschen zu groß. Well, soll nichts Schlimmeres passieren, aber ist halt auch ziemlich fad, gell? Und das ist das, was ich eigentlich gern hätte. Also dieses Vintage, Retro, Puffy, bla, Statement-Dings. Ja, das ist definitiv ein Statement, aber ja, let's do it. Was ich eigentlich ganz geil finde, ist eben diese Musterung, was der Kragen und sowas hat. Also das werde ich auf jeden Fall behalten. Und jetzt schneide ich da erst einmal das Hemd ab unter dem untersten, wow, das habe ich super schön gemacht, unter den untersten Knopf und dann durch das zweimal umknicken und drüber nähen, damit ich das fast säubere. Und von dem Überbleibsel schneide ich dann einmal gleich den Saum weg. Genau, und jetzt durch das ganze Seam-Rippen, dass ich das da runterkriege. Und das dauert Ewigkeiten. Und das ist schon Zeitrafferaufnahme, Leute. Das ist schon sicher zweimal so schnell wie die Wirklichkeit und es ist immer noch so langsam. Also es dauert wirklich Ewigkeiten. Also, be prepared. Ja, auf jeden Fall durch diese ganzen Manschetten runter von dem Arm. Genau. Wunderbar. Und genau, die lassen sich dann quasi der Längs nach öffnen. Aber die lege ich mal kurz zur Seite. Und das ist übrigens ein Ärmelschlitz, das habe ich ja das letzte Mal gelernt, das ist ein Ärmelschlitz. Den ignorieren wir aber, sondern wir trennen an dieser Seitennaht auf, weil da kommt jetzt nämlich so quasi der untere Teil rein, damit das alles ein bisschen puffiger wird. Und das schneide ich dann einmal auf. Man könnte es natürlich auch auftrennen, aber well, ich bin traumatisiert schon von den Manschetten. Also ich habe das jetzt so aufgeschnitten und lege das sogar zweimal übereinander, sehe ich gerade, genau, damit es richtig groß wird. Das tue ich zusammennähen mit einer französischen Naht, also einmal links auf links zusammennähen, dann quasi nochmal zusammenfalten und dann nochmal rechts auf rechts. Dann entsteht so ein Tunnel, genau, das haben wir alle schon Milliarden Mal gesehen. Und dann durch das so eine Palmenblattform ausschneiden, ja, genau. Und das ist quasi dieses Insert-Stück, was da reinkommt, das Palmenblatt. Also das tue ich jetzt rechts auf rechts in diese Ritze da legen und einfach mal festpinnen und dann mal entlang nähen. Macht so wirklich eine Seite und dann erst die andere, weil sonst wird es echt ein bisschen kompliziert. Vor allem oben an dem Spitz, das ist ein bisschen eine Fusselarbeit. Schaut da wirklich, dass ihr genau an der Nahtsatz, also weil da mehrere Nähte ja zusammengeben, dass da alle wirklich aufeinander liegen. Genau, und ein bisschen immer in die Kurve halten beim Zusammenpinnen, dann geht es leichter. Das tue ich dann natürlich festnähen. Ich tue das dann später nochmal mit einem Zickzackstich versäubern. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Overlock machen oder ja, was euch beliebt, sag ich jetzt mal.
ich habe mein Overlock nicht da, von dem her Zickzackstich. Und da musste ich nur ein bisschen meine 2 Endnähte mit der Ursprungsnaht ein bisschen verbinden, weil sonst wäre da ein kleines Loch drin gewesen. Das war aber nur bei einem Ärmel so und bei dem anderen nicht. Aber ja, soll nichts Schlimmeres passieren. Auf jeden Fall war dann am Ende tatsächlich so, dass das alles sich so einigermaßen an einem Punkt getroffen hat. Also yeah, Goals. Das fand ich schon mal ganz cool und den Überschuss unten habe ich dann einfach weggeschnitten. Jetzt habe ich quasi den ganzen unteren Teil meines Ärmels riesengroß gemacht und der muss jetzt wieder in die Manschette rein. Und das mache ich so, dass ich zuerst mal die Enden da rein quetsche und dann das ganze Zeug in Falten lege. Und die habe ich weder ausgemessen noch sonst irgendwas, sonst einfach mal freie Schnauze da reingelegt und dann dazwischen gepinnt. Und da müsst ihr echt schauen, dass ihr alle Schichten in eurer Stecknadel drin habt. Und das wird dann einfach von oben abgesteppt. Und genau, und das schaut dann, wenn es fertig ist, so aus. Juhu! Ja, also da wirklich langsam nähen, schauen, dass alle 3 Schichten drin sind, dass nichts rausflutscht und so. Lasst euch da Zeit, ist ein bisschen auf Fieselarbeit, aber es funktioniert. Und ja, ging leichter als ich dachte. Und dann habt ihr quasi dieses ganze Volumen super schön in euren Ärmel drin. Dann habe ich noch einen Gummi, der um meinen Oberarm rum passt. Und da habe ich die zwei Mittelteile meines Gummis markiert. Und das tue ich einmal da unten an der Naht festmachen und die Markierung von der Mitte des Gummis tue ich an meiner oberen Markierung der Mitte des Oberarmärmels festmachen. Und das wird jetzt unter Zug angenäht. Und die andere Stecknadel ist eigentlich nur so ein Orientierungspunkt, ja, dass ich weiß, so, wenn ich das da alles so rumgewurschtelt habe, so, ja, ich bin nur in der richtigen Spur und tue da keine Wellenlinien nähen, sonst macht das gerade um meinen Ärmel rum. Das ist tatsächlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber ja, ganz langsam und immer schön auf Zug mit einem Zickzackstich, ganz wichtig, nehmt einen Zickzackstich her, einmal rum. Und dann kräuselt sich nämlich der Ärmel da oben und das macht das untere noch viel puffiger. Wenn ihr das nicht wollt, dass es so puffig ist, dann lasst diesen Gummi einfach weg. Dann ist der Ärmel einfach schön weit und loose. Aber ich fand das eigentlich ein ganz cooles Detail. Und ich habe dann übrigens noch die Manschetten noch enger gemacht, indem ich einfach die Knöpfe versetzt habe. Und da haben wir schon wieder das vorher Bild und das nachher. Yeah! Und da habe ich ein bisschen Lippenstift drauf getan, damit das alles ein bisschen mehr retro ausschaut. Und irgendwie beim Filmen wusste ich nicht ganz, was ich machen soll. Jetzt habe ich mir 1000-mal durch die Haare gestrichen. Ja, nee, ich finde die Bluse echt geil. Also es ist definitiv ein Statement und ich verstehe, wenn Leute sagen, okay, das ist mir too much, das ist mir echt too much. Aber hey, zur richtigen Occasion, ich finde es echt lässig. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich sowas im Schrank habe. Und so ziehe ich es auf jeden Fall öfters an, wie ich es im ursprünglichen Zustand gemacht hätte. Also yeah, das war schon wieder von dieser Woche. Oh mein Gott, und ich habe den Audiokommentar durchgeschafft. Ich bin fasziniert, aber ich habe keinen Schluck Kaffee getrunken währenddessen. Oh mein Gott, nur noch 7 Sekunden. Ich freue mich auf nächste Woche und lasst mir gefällt mir da, wenn es euch gefallen hat. Bussis!